allerseits und willkommen zu einer neuen Bausatzbesprechung. Dieses Mal die Spitfire Mark 9C Late Version von Eduard in 1:48. Wie ihr sehen könnt, das ist die Profi-Pack-Edition. Das heißt, dass von Grund auf mehr Abziehbilder dabei sind für jede Menge Markierungsvarianten und auch farbig bedruckte Foto-Ads-Teile. Also schauen wir mal rein. Zuerst schauen wir uns mal die Bauanleitung an. Ihr seht, die ist farbig auf so einem relativ glänzenden Papier gedruckt. Zuerst eine Hintergrundgeschichte zum echten Flugzeug, einmal auf Englisch, einmal auf Tschechisch. Innen findet man dann die üblichen Sicherheitshinweise, Zeichenerklärungen und eine Tabelle mit allen enthaltenen Gießästen, wo man auch sieht, welche Teile man nicht braucht. Und ja, das ist sehr hilfreich, um die Übersicht zu behalten. Dann geht's los mit dem Zusammenbau. Und zwar mit dem Cockpit, wie man das kennt von den Flugzeugmodellen. Und ihr seht schon, das Cockpit ist ein echtes Schmuckstück. Was die Detaillierung angeht, sowas sieht man nicht alle Tage. Das ist immer schade bei Flugzeugen, dass man da relativ wenig sieht später. Jetzt kommen auch einige Foto-Ads-Teile zum Einsatz. Das wertet das Ganze nochmal deutlich auf. Ja, hier hat man auch nochmal die Varianten für geschlossene und offene Cockpithaube. In dem Fall würde ich wirklich empfehlen, die geöffnet darzustellen, damit man da so viel wie möglich von sieht. Ja, ansonsten sehr übersichtlich und auch parallel zum Zusammenbau auch immer dargestellt, welche Farben man verwenden soll. Das finde ich sehr gut, das mag ich auch vor allem an den Revell-Bausätzen sehr gern. Ja, die Pfeile sind auch immer sehr eindeutig, wo welche Teile so hingehören. Sollte also für Anfänger auch verständlich sein, aber ich denke, die Komplexität von dem Bausatz an und für sich und auch der Preis ist, glaube ich, was für Anfänger nicht so gut ist. Ja, also vorbildliche Bauanleitung, so wollen wir das haben. Dann in Farbe die Bemalungs- und Markierungsvarianten. Da haben wir 6 Stück in diesem Bausatz. Die sind eigentlich alle relativ ähnlich. Das typische RAF-Tarnmuster. Dieses dunkelgrau und grün mit Invasionsstreifen. Ist auch ganz nett. Also ja, so wie man halt seine Spitfire auch haben will in der Regel. Ganz klassisch. Das ist natürlich mal eine andere Variante. Ist auch was ich mir vielleicht überlege. Was einfach aus diesem Einerlei ein bisschen raussticht. Ja, die Spitfire auf jeden Fall ein wunderschönes Flugzeug. Und wenn man das dann auch noch als solchen Bausatz vor sich hat, wunderbar. Hier sieht man dann noch ein paar Zurüstteile, mit denen man dem Bausatz noch mehr Details verpassen kann. Hier fürs Cockpit, Fahrwerk, Motor und noch mehr Foto-Ads-Teile. Das ist aber was mich jetzt nicht so interessiert. Ich werde das Modell so bauen, wie es hier da ist, weil ja, es sind schon genügend Extras dabei, die das Modell deutlich verfeinern. Dann liegen dem Bausatz 2 Abziehbilderbögen bei, den großen für die Hoheitszeichen und Kennungen und ein kleinerer Bogen für die ganzen Sicherheitsbeschriftungen und so weiter. Ihr seht, es ist alles sehr sauber gedruckt. Man kann die Schrift sogar lesen. Sehr vorbildlich. Auch hier top Abziehbilder. Sehr sauber gedruckt. Und nicht zu dick, nicht zu dünn. Haben auch einen
ganz netten Glanz, das passt bei Flugzeugen recht gut. Beim Panzer wird mich das relativ stören, aber hier völlig okay. Das Flugzeug kriegt da einen Überzug aus Glanzlack später. Hier noch 2 Extras, die zur Profipack-Edition gehören. Ihr seht hier die Fotonetzteile. Das ist natürlich immer willkommen, verbessert die Qualität vom Modell enorm, auch wenn es nicht ganz einfach zu verarbeiten ist. Und ihr seht, die Instrumentenpaneele sind schon vorlackiert. Da weiß ich immer nicht so recht, was ich von halten soll. Ich werde mal versuchen, das zu verwenden. Aber weiß nicht, ich würde das eigentlich lieber selber bemalen, wenn ich ehrlich bin. Und hier, dieser gelbe Bogen, das ist vorgeschnittene Maskierfolie für die Cockpitverglasung. Das habe ich schon mal verwendet bei der Bf 110 von Eduard. Es ist sehr einfach zu verwenden und das Ergebnis ist perfekt. Also die Friemelei mit Cockpithauben selber maskieren fällt hier weg. Das freut mich sehr. Dann schauen wir uns mal die einzelnen Gießäste an. Hier der Rumpf. Ihr seht es wunderbar, wie detailliert das ist. Schöne Nietendetails, versenkte Blechstöße. Und es sind auch nicht so viele Teile am Gießast. Und die Befestigungspunkte sind auch sehr klein. Also es fällt auch nicht so viel Versäuberungsarbeit an. Besonders schön finde ich die Details an den Tragflächen. Schauen, ob es die Kamera schafft. Ja, hier seht ihr feinste Details an der Unterseite und selbes gilt natürlich auch für die Oberseite. Sehr filigran wiedergegeben. Wenn man das mit einem schönen Wash betont, dann ist es schon die halbe Miete, würde ich sagen. Dieser Gießast enthält so diverse Kleinteile, auch vom Cockpit. Ja, und ihr seht sehr scharfe Details, wunderbar gegossen alles und auch keine Sinkmarken in Sicht. So wollen wir das haben. Auch hier die Kleinteile sind sehr schön gegossen und auch wieder diese kleinen Befestigungspunkte, die sollten das Auslösen doch sehr vereinfachen und vor allem sollten auch Beschädigungen vermieden werden, weil die einfach bloß einen Befestigungspunkt haben in der Regel. Das ist sehr durchdacht. So sollte es sein. Insgesamt wirkt der Guss perfekt. Also sowas sehe ich jetzt auch nicht alle Tage. Überhaupt kein Grat oder Flash oder was auch immer. Da haben sie sich sehr viel Mühe gegeben. Ihr seht, die Räder liegen auch mehrteilig bei, damit man ein schönes Reifenprofil erhält. Ja, das ist allererste Sahne. Braucht sich vor anderen Herstellern überhaupt nicht zu verstecken. Selbes gilt natürlich auch für die Glassichtteile. Die sind auch wunderbar gegossen, schlierenfrei und auch sehr dünn ausgeführt. Also da das nicht unbedingt die Panzerglasstärke. Das sieht man auch nicht so oft. Finde ich super. Also der Modellbauer hat ja schon so manche Spitfire Mark 9C in seinem Leben gesehen. Aber der Bausatz hat wirklich in sich. Bin sehr begeistert davon, von der Qualität und auch von der Durchdachtheit von dem ganzen Bausatz, wie das aufgebaut ist und so weiter. Würde ich mal sagen, das ist rundum sorglos Paket. Der Bausatz kostet so ungefähr 40 Euro. Das finde ich eigentlich angemessen dafür, dass man allgemein einen guten Bausatz bekommt, aber auch Fotonetzteile, Maskierfolie und Abziehbilder für 6 Versionen. Da kann man wirklich nicht meckern. Das ist in Ordnung. Gut, ich hoffe, euch hat meine Bausatzbesprechung gefallen und man sieht sich im nächsten Video. Euer Hamilcar Barkas.